Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute mal wieder ein kleines Burudeng Talk Video. Nebenbei werden wir ein kleines bisschen XP-Event leveln und noch probieren, ein bisschen mehr rauszukratzen als nur das, was ich in den Streams erledige. Und ja, es ist eigentlich ein relativ einfaches Thema. Ihr habt es ja bestimmt alle mitbekommen auf Burudeng. Momentan, wir haben, wer hätte es gedacht, dass wir das jemals laut aussprechen, Deflation. F-Coin-Preise sind ziemlich stark gesunken. Wir waren ja bei Minimum 135, 140. Teilweise wurde ja auch zu Events zu gewissen auch schon noch höher verkauft. Also auf jeden Fall Richtung 150 hat sich langsam entwickelt. Also so sah es zumindest aus, dass es langfristig 150 und eventuell irgendwann sogar noch höher werden würde. Wahrscheinlich. Nur eine Frage der Zeit mehr oder weniger. Und jetzt sind wir aktuell eben in die andere Richtung unterwegs. Momentan so zwischen 120 und 130 wieder. Man sieht oft 120, 125, also 130 ist eigentlich schon wieder zu viel. Also wahrscheinlich wirklich eher 120, 125. Und es ist jetzt natürlich nicht massiv, also es ist nicht so, dass die Preise sich halbiert haben oder so. Das wäre ein bisschen crazy, das wird jetzt auch nicht einfach so passieren. Aber hat mich persönlich doch ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Weil sicherlich das Housing-System kam ja und damit so gesehen Penja-Sinks, weil Gildenhäuser mussten gekauft werden. Davon geht das Penja quasi verloren. Die Personal-Häuser, die man sich kaufen kann, das Penja geht verloren. Die Gilden-Artefakt-Battle-Anmeldungen, davon geht das Penja zwar nicht verloren, aber ich glaube zumindest ein Teil davon geht verloren. Ich habe die genaue Rechnung nicht mehr im Kopf, die ist ja sogar relativ komplex. Aber ich glaube, ein Teil davon geht auf jeden Fall auch verloren. Also auch da haben wir so ein bisschen Penja-Sink. Also ja, ist schon nicht schlecht und da geht schon ein bisschen was flöten. Aber ich hätte persönlich einfach nicht erwartet, weil ich dachte halt, ich meine, das Spiel ist jetzt schon so lange online. Das Bot-Problem, das auch niemals sich lösen wird, wahrscheinlich komplett. Also es gibt einfach so viele Faktoren, wo man sich denkt, ach, was werden da jetzt schon ein paar hundert Mio die Woche, die vielleicht vom Server komplett verschwinden, wirklich ändern? Aber offensichtlich hat es ein bisschen was geändert. Oder vielleicht ist das nur Zufall, dass es ausgerechnet jetzt zeitgleich passiert ist, wo ich das ehrlich gesagt nicht glaube. Also wenn es mit dem letzten Update nichts zu tun hätte, wüsste ich wirklich nicht, woran es sonst liegen sollte. So oder so haben wir auf jeden Fall, wie gesagt, eine neue Wirtschaftssituation, wo die Preise mal nicht mehr steigen, sondern eben eher sinken. Und das stellt mich jetzt halt vor das Problem, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt, oder ich will jetzt A-Pads kaufen und dann diesen gigantischen A-Pad Reroll, dieses gigantische A-Pad Reroll-Projekt zu starten. Ja, das Problem ist jetzt ist es halt nicht besonders klug, Pads zu kaufen, wenn die F-Coin-Preise sinken, oder sind ja schon gesunken, wer weiß, ob sie noch weiter sinken. Aber auf jeden Fall Stand jetzt würde ich halt zum Beispiel A-Products, habe ich teilweise sogar für knapp über 7 Mio gekauft, kurz vor dem Upgrade-Event, und großteilig für knapp unter 7 Mio und 7 Mio. Also ich habe sehr viele A-Products für 6, 5 und höher gekauft. Und jetzt aktuell kann ich sie halt für 6 Mio und teilweise sogar drunter kaufen. Es gab auch schon A-Products für 5, 8 wieder und so. Und das ist halt über 1 Mio weniger pro A-Product. Jetzt nur ein Beispiel A-Product. Ich sage jetzt nicht, dass ich tonnenweise A-Products wieder kaufen will oder werde. Ich sage lediglich, es tut halt ein bisschen weh, dass man schon so viel dafür ausgegeben hat. Klar, jetzt brauche ich es nicht mehr dringend oder nicht mehr unbedingt. Aber es tut halt trotzdem weh, wenn man sich das so ein bisschen vorstellt, mal tausende Products, was da 1 Mio für einen Unterschied macht. Das ist schon ein bisschen schmerzhaft. Und dann denkt man sich halt, na gut, Pads kosten eigentlich immer gleich viel, einfach aufgrund der Herstellungskosten, die wiederum immer gleich sind. Das heißt, Pads können eigentlich nie wirklich steigen, also minimal vielleicht um 1 bis 5%, aber eigentlich kann sich am Pad-Preis nicht viel ändern. Denn wenn jetzt der Pad-Preis von Reroll-Pads drastisch steigen würde, dann würde man einfach hergehen und seine eigenen Pads züchten und die dann zum Rerollen benutzen. Das heißt, es würde einfach keinen Sinn ergeben, dass der Pad-Preis von denen wirklich steigt, also zumindest nicht drastisch. Minimal, wie gesagt, im 1%-Bereich vielleicht. Im einstelligen Prozentbereich meine ich. Und dann auch nur kurzfristig, weil vielleicht jemand den kompletten Markt leergefegt hat und es einfach keine Pads mehr gibt oder so. Also es wäre mehr so ein Nachfrage-Angebot-Ding, nicht wirklich, dass der Preis actually höher geworden ist. Und deswegen bin ich halt gerade am Überlegen, mein Geld, was ich aktuell gespart habe, was ich jetzt demnächst wieder in Pads investieren wollte, für was anderes auszugeben. Das einzige Problem ist, ich stehe vor dem Problem, dass ich nicht weiß, für was ich es ausgeben soll. Und ja, da könnt ihr mir gegebenenfalls helfen, weil ich denke jetzt auch nicht, dass die Preise jetzt sofort wieder anspringen werden.
Ich denke, die Preise werden jetzt erstmal eine Weile so niedrig bleiben. Das hoffe ich zumindest. Vielleicht sogar noch weiter sinken. Wobei mit dem Sinken, habe ich ja schon gesagt, bin ich persönlich nicht so überzeugt davon, dass es noch weiter nach unten geht. Aber zumindest werden sie definitiv so schnell, wobei man es auch nicht wissen kann, aber wahrscheinlich nicht so schnell nochmal steigen. Zumindest nicht so drastisch. Und dann wäre jetzt halt eine gute Gelegenheit, wieder in irgendwelche Sachen aus dem Cash-Shop zu investieren und die Pets halt einfach nochmal kurzfristig zu verschieben. Es ist ja sowieso als Langzeitprojekt gesehen. Und diese 20 Milliarden Penya, die ich da angesetzt hatte, die kommen ja auch nicht aus dem Nichts. Ja, vor allem Farmen läuft momentan extrem schlecht. Das einzige Penya, was ich momentan mache, ist literally das, was ihr gerade seht. Das Penya von Monstern. Red Meteor hat mir seit fast 2 Wochen kein einziges Item mehr gedroppt. Ich habe eine 24er Drops-Flaute bei Red Meteor. Das heißt 24 Red Meteors getötet, ohne auch nur einen einzigen Drop zu haben. Was schon sehr schmerzhaft ist, muss man sagen. Und ja, deswegen ist es momentan jetzt sowieso nicht so, dass ich mir jetzt tonnenweise Pets kaufen könnte, aber so ein paar 100 Mio für so ein paar F-Coin wären halt eben schon am Start. Und ja, da denkt man sich halt dann, was könnte man so kaufen. Also ich meine, naheliegend ist halt einfach A-Products. Nicht unbedingt aus dem Grund, dass ich sie selber unbedingt brauche, aber dann wiederum eigentlich schon, weil ich habe jetzt ja diesen einen Interleap plus 19 mit noch knapp 300 Tries. Ich weiß gar nicht, wie viele Tries der insgesamt tatsächlich hat. Zugegebenermaßen den so halbfertig übrig zu lassen, ist natürlich auch irgendwie blöd. Ist ja eh klar, dass man den nicht so da verschmoren lassen möchte, diesen Ring. Und ja, ansonsten, wie gesagt, wüsste ich einfach nicht großartig, was man sich noch aus dem Cash-Shop so holen könnte. Also ich persönlich bin ja Power-Up wahrscheinlich, Power-Up und Amplis sehr abgeneigt. Das heißt, ich kaufe die mir ungern für Geld, weil man sie ja zu einer Genüge eigentlich aus Events und so bekommt, also weil ich so viele verschiedene Charakter, dass wenn wirklich mein Charakter komplett leer gehen sollte, was Power-Ups und Amplis angeht, was diesem Elementor hier, by the way, bald blüht, also zumindest Amplis hat er bald keine mehr, das kann ich gleich nochmal erwähnen, dann kann ich einfach den Charakter wechseln. Also wenn es wirklich so weit kommt, dass ein Charakter komplett leer ist und der eigentlich nicht mehr spieltauglich ist sozusagen, ey, wieso kriegt er meine M so viel Damage, was ist denn da los? Der wirklich nicht mehr spieltauglich wäre, ja, dann würde ich einfach auf den anderen Elementor switchen. Und das gleiche gilt für die Blades, für die Knights und für sonst wen. Also ich habe ja sowieso alles im Doppelpack sozusagen. Also da habe ich, was das angeht, halt schon vorgesorgt eben durch die vielen Charakter. Und deswegen sehe ich es einfach nicht ein, mein hart verdientes Penya für Power-Ups auszugeben, die ich eigentlich gar nicht brauche. Und deswegen ist halt Power-Ups-Thema schon komplett raus. NPCs könnte man sich vielleicht ein paar auf Vorrat kaufen für ein Haus. Aber ehrlich gesagt bin ich davon auch nicht so überzeugt für den NPCs. Ich finde, der Vorteil von denen ist doch ziemlich gering. Wobei sie jetzt ja aktuell nur ablaufen, wenn man tatsächlich eingeloggt ist. Aber auch das ist irgendwie wieder blöd, wenn du dann permanent diesen, ja, sagen wir jetzt mal, das Beil im Nacken hast, dass du offline gehen musst. Ja, keine Minute zu lang online, damit du keine Minute von einem NPC verschwendest oder so. Zugegebenermaßen, die sind so günstig, dass dann 10 Minuten länger online bleiben dann auch nicht so schlimm ist. Aber es ist dann irgendwie trotzdem so ein Gedanke, den ich dann persönlich habe, so, ja, keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich bin von dem ganzen Housing- und NPC-System ehrlich gesagt nicht so überzeugt. Finde das ehrlich gesagt nicht so gut. Und, ja. Deswegen weiß ich nicht, ob ich da... Und außerdem, die sind so günstig, ich meine, die kann man sich auch für einen höheren Preis mal holen. Also ob da jetzt der F-Coin-Preis bei 120 oder 150 liegt, wenn du dir für literally 70 F-Coin einen NPC kaufst, also das ist dann auch schon fast egal. Das macht fast keinen Unterschied. Also kann man auch jederzeit machen. Also es geht hier wirklich um irgendwelche Sachen, die man Long-Term-Investment, aber mir fällt halt echt nichts anderes ein außer A-Product. Ich habe schon überlegt, S-Product oder G-Product, aber ja, eher auch nicht, denke ich. Also ist momentan einfach ein bisschen schwierig, weil man halt im High-Level wirklich nicht an Equipment kommt, das man irgendwie upgraden könnte. Alles ist viel zu überteuert, die ganzen Waffen sind so schweineteuer, du kannst dir nichts leisten. Kleine Hernes, Luzakas Waffen, alles im 5 bis 10 bis 20 Milliarden Bereich irgendwo für eine freaking kleine Waffe ist einfach komplett absurd. Also da bin ich auf jeden Fall auch nicht bereit, da irgendwas zu zahlen. Und abgesehen davon, wenn ich jetzt irgendwie 5 Milliarden oder 10 Milliarden für eine Waffe ausgeben würde, ja, wozu, also dann habe ich ja sowieso kein Geld mehr für die F-Coins, dann hat sich das F-Coin-Thema sowieso schon wieder erledigt. Also von dem her, ja, kannst du da wirklich momentan echt nicht so viel machen. Ist irgendwie ein bisschen langweilig bei Flive gerade, dass alles so teuer ist im High-Level und sich irgendwie auch einfach nichts, es passiert einfach nichts, also es ändert sich einfach nichts irgendwie. Der Markt ist, was das angeht, also dieses absolute Top-High-Level-Zeug, irgendwie so ein bisschen starr, so ein bisschen, ja, auch langweilig, weil sich einfach nichts tut. Und ja, da kann man einfach nur abwarten und hoffen, dass es besser wird oder dass halt irgendein Content released wird,
wo man dann vielleicht doch mal leicht an das Zeug rankommt. Aber ja, im Endeffekt, das war so ein bisschen das, worüber ich reden wollte. Was ich auf jeden Fall auch noch erwähnen wollte, das hätte ich vielleicht an Anfang packen sollen, die Clover, weil das jetzt im Stream schon ein paar Mal Thema war von Leuten, die das nicht wirklich mitbekommen hatten. Die Clovers von dem Greemong-Event, die ihr euch eintauschen könnt, die verwandeln sich nach dem Ende der Dauer in einen Flower Pot. Flower Pot ist das hier zum Beispiel. Ancient Flower Pot of Love, Angriffskraft plus 15 für eine Stunde, Monstererfahrung plus 10% für eine Stunde. Also ein super geiles Power-Up, quasi fast ein Upcut-Stone und zusätzlich bekommt ihr noch Angriffskraft, fast ein Upcut-Stone und zusätzlich bekommt ihr noch XP und HP, wollte ich natürlich sagen. Und ja, ist ein super gutes Power-Up und die Clovers gehen damit nicht verloren und diese Flower-Pots werden nicht gelöscht. Wurde per Mod-Mail bestätigt und entsprechend könnt ihr halt so viele Clovers eintauschen, wie ihr wollt, müsst ihr dann lediglich nur verbrauchen zeitnah und in Flower-Pots quasi umwandeln. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr die Power-Ups quasi noch Wochen bzw. Monate lang benutzen. Wann ihr die dann benutzt, ist vollkommen egal. Die werden eben nicht gelöscht nach dem Eventende. Und das ist halt schon ziemlich cool. Genau. Ja, und das andere Thema, was ich gerade schon angesprochen hatte, war ja quasi hier Elementor, keine Power-Ups mehr, pipapo. Ja, oder keine Amplis mehr, besser gesagt. Ich meine, Power-Ups hat das tatsächlich schon noch überraschend viele, wenn man bedenkt, dass ich auf dem FEC-Server echt nicht sparsam damit umgegangen bin, muss man sagen. Habe ich doch noch gut was. Ich meine, gut, 63 Upcut-Stones klingt jetzt nicht sehr viel. Aber ich benutze sie halt wirklich nur sporadisch, also wirklich sparsam, kann man sagen. Also bei mir reichen 63 Upcut-Stones für ja, mindestens 3 Wochen eigentlich, also schon ziemlich lange. Und man kriegt ja auch immer wieder neue dazu, abgesehen davon. Und das Ding ist halt aber, das Ampli-Problem ist echt nervig und so kann ich halt nicht auf 160 leveln. Also ich will nicht ohne Amplis auf 160 leveln und zeitgleich will ich mir keine Amplis kaufen, weil ich ein absoluter Geizkragen bin. Und ich meine, da muss man schon sagen, also Amplis sind jetzt nicht gerade günstig, 100 F-Coin. Und ich sag mal so, wenn man sich die XP anguckt, die ich bekomme, selbst mit XP-Event, ich meine, jetzt gerade habe ich natürlich keine Ampli laufen, schon klar, aber ich meine jetzt im Stream oder so, ich habe heute 25% in 4 Stunden gemacht, das sind 16 Stunden für ein Level-Up. Das ist komplett geistesgestört und das ist mit Ampli und mit XP-Event. Und das sind 16 Amplis, aka 1600 F-Coin. Und das ist ja nur ein Level-Up und wie gesagt mit XP-Event. Das heißt, selbst wenn ich dann zu den Kraken gehe, die Feuer sind, was für Elemente natürlich wieder ein bisschen besser ist, würde das trotzdem bedeuten, ich müsste, keine Ahnung, 5.000, 6.000 F-Coin ausgeben, also etliche 100 Millionen Penya für Amplis. Und ganz ehrlich, das ist es mir nicht wert, weil was bringt es mir? Absolut gar nichts. Das ist einfach nur Geldverschwendung. Und entsprechend geht es jetzt nicht darum, eine Ampli zu kaufen, sondern es geht darum, zig Amplis zu kaufen. Und das wäre wirklich dämlich. Weil mein anderer Elementor zum Beispiel, habe ich heute nachgeschaut, hat, und jetzt haltet euch fest, 280 Upcut Stones und 178 Amplis. Jo, kann man mal machen, würde ich sagen. Und deswegen wäre es absolut bescheuert, sich hier Amplis zu kaufen, wenn man anderer Elementor absolut in Amplis schwimmt. Und deswegen ist das Ziel jetzt hier nur noch das Level Reach abzugreifen für Level 156. Das ist sowieso das letzte Level Reach, was wirklich noch begrenzt ist und auch tatsächlich eine Value hat. Und danach switche ich dann auf den anderen Elementor und level dann einfach mit dem weiter, weil der hat so viele Power-Ups, so viele Amplis, so viel Zeug, dass ich da wieder relativ verschwenderisch damit umgehen kann. Und selbst nach hunderten Stunden Leveln oder nach über 100 Stunden Leveln hätte ich immer noch mehr als ausreichend für nochmal nahezu 100 Stunden Leveln. Also von dem her ist das so der Plan jetzt. Das habe ich, glaube ich, im letzten Video schon mal angeschnitten, die Möglichkeit. Aber jetzt steht es halt fest, weil jetzt habe ich auch noch die Level Reach Belohnung mit Amplis abgegriffen. Jetzt habe ich ja doch alle Ressourcen gekoppt. Wir haben noch den Battle Pass leer gemacht. Klar, jetzt haben wir noch den neuen Battle Pass. Da gibt es nochmal 5 Amplis oder 4 Amplis für Free-to-Play-Spieler. Aber ja, ich meine, das reicht 2 Tage. Also wir machen hier noch alles leer, wie gesagt. 156. Und dann ist hier erstmal Feierabend. Dann wird der Charakter quasi nicht stillgelegt, aber quasi geswitcht zu dem anderen Elementor. Und genau, der bekommt dann das Ende-Equipment von meinem Borodeng Elle. Und dann tauschen die einfach die Rollen für wahrscheinlich ein paar Monate oder so. Mal schauen. Und ja, das war's eigentlich so im Groben und Ganzen. So im Großen und Ganzen und im Groben und Ganzen passt, denke ich, beides in dem Fall. Also ich finde es halt jetzt ein bisschen blöd einfach. Ich bin irgendwie überfordert mit der Situation, dass Preise sinken. Das ist bei Flyve irgendwie so... Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, dem es so geht, aber selbst im Flyve PC war das eigentlich nie so, dass Preise wirklich gesunken sind. Also sicherlich, du hast mal einen Schnapper gemacht oder sicherlich, es gab mal ein Event, wo mal ein Item, also durch das Event halt dann irgendwie...
Also es gibt ja dass Items durch Events steigen, es gibt aber auch das Gegenteil, dass Items durch Events sinken, beziehungsweise dadurch, dass gewisse Items steigen, sinken andere, wie auch immer, pipapo, ihr wisst, was ich meine. Hat man einfach diese Erfahrung doch eher selten gemacht. Also bei einzelnen Items klar, aber dass alle Items, dass der gesamte Markt nach unten geht, diese Erfahrung wirklich selten gemacht und ich persönlich kann damit, wie gesagt, echt gar nicht umgehen. Also ich weiß, ich bin momentan so ratlos, was ich jetzt tun soll, dass ich ja, da echt Probleme habe, irgendwie eine Entscheidung zu treffen. Und das Einzige, ich kann es nicht oft genug betonen, was mir einfach nur einfällt, aber das ist ja dieses Mantra, das ich fast schon hatte, eben vor dem letzten Schmuck-Upgrade-Event. Kauf A-Products, Kauf A-Products, Kauf A-Products. Ich meine, ich hatte ja, wie gesagt, fast, was waren das, 1700 ungebundene. Also ich meine, ich habe wirklich A-Products gekauft bis zum geht nicht mehr. Und mein gesamtes Geld, wie gesagt, nur darin investiert. Und ja, das loszuwerden, dieses Gefühl, dass man in A-Products investieren muss bis zum geht nicht mehr, das ist echt schwierig. Also vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ich an nichts anderes denken kann, wegen unserer jüngsten Vergangenheit sozusagen. Aber so oder so ist auf jeden Fall eine wilde Situation. Und es ist eine coole Situation, muss man sagen. Bei anderen Servern scheint es auch ein bisschen nach unten gegangen zu sein durch das Update. Preislich habe ich gehört, dass sich da auch die F-Coin-Preise etwas beruhigt haben, etwas nach unten gegangen sind. Also es ist insgesamt natürlich eine coole Auswirkung auf die gesamte Flive-Wirtschaft auf allen Servern, aber halt zeitgleich auch einfach so ultra ungewohnt und komisch und halt auch trotzdem mit wieder dieser Ungewissheit verbunden. Wann geht's wieder nach oben? Ja, geht's noch weiter nach unten? Da kommt da wieder diese deutsche Angst, was so Finanzen angeht, so durch, so, oh nein, es könnte noch weiter sinken, oh, oder es könnte auch wieder steigen, so, jetzt investieren oder doch nicht investieren. Ja, ist ein bisschen schwierig. Aber gut, ich habe jetzt eh nicht so viel Geld, also ich schätze mal, ich habe gerade so knapp 1 Milliarde, vielleicht 1,5 Milliarde. Wäre jetzt schon mal eine gute erste Investition in Pets gewesen, aber wie gesagt, wenn man sich bei F-Coin jetzt verhältnismäßig einen Schnapper gönnen kann und dann nochmal, keine Ahnung, 50 A-Products mehr kriegt für sein Geld, dann ist das halt wieder so ein Gedanke, den man hat, wo man sich denkt, ja, das sollte man wahrscheinlich mitnehmen. Vor allem, wenn das Geld eh nicht auf Bäumen wächst, vor allem, wenn ich eh momentan Probleme habe, überhaupt Geld zu verdienen, weil ich einfach nichts droppe, dann ist halt das schon nicht schlecht. Aber egal, ich habe euch genug zugetextet, ihr wisst, was abgeht. Falls ihr nichts mitbekommen habt von der Deflation, dann solltet ihr jetzt auf jeden Fall reingucken, vor allem, wenn ihr ein paar Penya-Reserven hattet, weil wenn ihr nicht aktiv spielt, solltet ihr definitiv keine Penya-Reserven haben. Aber vielleicht reißt das ja den einen oder anderen doch mal wieder reinzuschauen. Und ansonsten sage ich viel Spaß noch mit dem XP-Event. Wenn das Video online geht, läuft noch ein paar Stunden XP-Event wahrscheinlich. Viel Spaß damit, viel Erfolg damit und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Flive Universe Video wieder. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei, Twitch-Link ist in der Videobeschreibung und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.